Hallo Leute, im heutigen Video soll es darum gehen, euch günstige Alternativen zu kostenintensiveren Produkten zu zeigen, die aus meiner Sicht entweder ähnlich oder sogar besser performen. Und ich benutze in diesem Zusammenhang auch ganz bewusst nicht das Wort Dupe, weil ich einfach finde, dass dieser Begriff viel zu inflationär verwendet wird und weil aus meiner Sicht auch super viele Produkte, die als Dupes bezeichnet werden, so gar nichts mit den Originalprodukten gemein haben. Also zumindest aus Sicht einer Produktentwicklerin und einer Person, die sich viel mit Rohstoffen und Inhaltsstoffen und Formulierung von Produkten beschäftigt. Ich habe auch zu dem Thema eine Podcast-Folge mit meiner lieben Freundin Isa aufgenommen. Also falls ihr meine Gedankengänge dazu hören möchtet, ich verlinke euch die Folge unten in der Infobox. Und wenn ihr euch explizit ein Video zu diesem Thema wünscht, dann schreibt das auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann kann ich auch anhand ein paar Produkte, die angebliche Dupes sein sollen, aufzeigen, warum sie aus meiner Sicht eben keine Dupes sind. Ich starte mal mit einem Skincare-Produkt. Ich habe hier auf jeden Fall eine gute Mischung aus Skincare und Make-up. Und das erste Alternativprodukt, das ich euch gerne zeigen möchte, ist der Isana Pure Reinigungsschaum, der maximal 3 € kostet, wohingegen der Kylie Skin Cleansing Foam bei über 30 € liegt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich bei diesen beiden Produkten oder bei Reinigungsschäumen allgemein keinen allzu großen Unterschied sehe. Klar gibt es so ab und zu Produkte, die so ein bisschen mehr die Haut austrocknen, aber was die Funktionsweise dieser Produktkategorie angeht, ist das alles sehr, sehr ähnlich. Man hat halt gelöste Tenside in Wasser, man hat den Pumpmechanismus und aufgrund des Pumpens kommt das Produkt halt als fertiger Schaum raus. Klar muss man schauen, welches Produkt einem eher zusagt, weil es gibt, wie gesagt, einfach auch Reinigungsprodukte, die die Haut ein bisschen mehr austrocknen im Vergleich zu anderen. Aber hier sehe ich absolut gar keinen Unterschied und ich finde auch den von Isana deutlich angenehmer, weil er komplett parfümfrei ist, während mir die Parfümierung bei diesem Produkt von Kylie Skin nicht so sehr zusagt. Okay, Make-up, Make-up, Make-up. Dieser Lipstain oder Lip Tint, wie auch immer, von Dior kostet um die 42 € und ich muss dazu sagen, dass mein Freund mir den geschenkt hat, weil er einfach gesehen hat, wie krass ich auf diese Lip Tints und Lipstains abgehe. Also ich habe mir auch zur Aufgabe gesetzt, alle möglichen Lip Tints zu testen, um rauszufinden, welche die allerbesten sind, und dementsprechend hat er mir halt diesen hier von Dior gekauft, der 42 € kostet. Und ich war so hyped, ich habe mich einfach dermaßen gefreut, dass mein Freund sich daran erinnert hat, dass ich Lipstains abgöttisch liebe, dass ich den sofort aufgetragen habe, ohne die Inhaltsstoffe zu checken, und dieses Zeug hat mir einfach komplett die Gusche weggebrannt. Da ist ein Chili-Extrakt drin, wenn ich mich richtig entsinne, und das reizt natürlich die Haut, und ich bin sowieso schon super empfindlich, was so Irritationen angeht, und ich dachte echt, meine Güte, was ist denn hier los? Kriege ich gleich eine allergische Reaktion oder was ist mit diesem Produkt? Weil man konnte auch auf Grundlage der Beschreibung überhaupt nicht feststellen, dass da irgendeine Form des Chili-Extrakts enthalten ist. Ich habe natürlich dann in die Inhaltsstoffliste geschaut und gleich festgestellt, okay, daran liegt's. Deswegen ist meine Lippe so krass angeschwollen, deswegen hat es so krass gebrannt, deswegen hat es so krass wehgetan, und der Effekt von diesem Lipstain ist halt einfach kaum vorhanden. Also er gibt nicht sonderlich viel Farbe ab, ist zwar super angenehm von der Textur, ist sehr dünn, aber ich mag einfach nicht, dass er mir meinen kompletten Lippen weggebrannt hat und dass das auf Grundlage der Beschreibung nicht wirklich ersichtlich war. Und für 42 € ist das natürlich dann doppelt enttäuschend, und dementsprechend habe ich hier 3 bzw. 2 Alternativprodukte für euch, die sich so ein bisschen im Drogeriebereich bewegen, und zwar einmal diese neuen Essence Tinted Kiss Hydrating Lip Tints. Die sind auch super, super angenehm auf den Lippen. Ich habe heute auch einen davon auf meinen Lippen drauf. Die sind sehr, sehr leicht, haben aber so eine dezent cremige Textur, also die sind nicht so dünn wie dieser hier von Dior, aber sie brennen mir halt nicht die Lippen weg, wobei sie mit Ethylvanillin parfümiert sind. Das heißt, falls ihr ein Problem damit haben solltet, dann sind diese Lip Tints definitiv nichts für euch, aber für unter 3 € sind die echt
super. Eine andere Möglichkeit wären auf jeden Fall diese kleinen Lip-Tints bzw. Lip-Stains von e.l.f. Cosmetics. Die sind auch eher cremiger von der Textur, aber fühlen sich wunderbar angenehm auf den Lippen an und sie trocknen gut an, sodass man eben auch ohne Probleme einen Lipgloss drüber machen kann. Und hier gibt es gar keine Probleme. Also da merke ich nichts, das schmeckt nach gar nichts, das riecht auch nach nichts, soweit ich weiß. Nee, das hat jetzt auch keinen spezifischen Eigengeruch. Von daher, wenn euch das hier mit der Parfümierung too much ist, dann schaut euch auf jeden Fall auch nochmal die Lip Stains von e.l.f. an. Ich habe das Gefühl, dass die Produkte von Glow Recipe so stark gehypt werden, weil da kaum Vergleiche zu anderen Produkten aus dem asiatischen Skincare-Bereich hergestellt werden. Denn der Lohnhersteller dieser Produkte befindet sich in Korea und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass die koreanischen Skincare-Produkte einfach ein bestimmtes Feeling mit sich bringen. Also die sind oftmals sehr leicht, schön gelig, schön wässrig, lassen sich ohne Probleme übereinander layern und sind sehr, sehr angenehm und kaum spürbar auf der Haut. Und ich glaube einfach, dass die Leute, die Glow Recipe für sich entdecken, denken, dass das ja was super Neues, was super Innovatives ist, aber das ist relativ üblich in dem koreanischen Skincare-Bereich. Und ich finde auch die Textur der Glow Recipe Banana Soufflé Moisture Cream super, super angenehm. Also die hat wirklich dieses gelig, leichte, super wässrige auf der Haut, nachdem man sie verreibt. Sie fühlt sich wunderbar elegant und angenehm auf der Haut an. Aber das Produkt kostet halt auch einiges. Es sieht schön aus, man kann das gut ins Bad stellen und präsentieren. Es ist einfach cute und es riecht einfach auch nach der Frucht, die vorne auf der Verpackung beworben wird, nämlich Banane. Und es sieht auch ein bisschen so aus, wobei ich nicht bestätigen kann, dass das eine Soufflé-Textur ist. Es ist einfach eine gelig-cremige Textur, deswegen weiß ich nicht genau, was die hier mit Soufflé meinen. Aber wenn ihr das Cash nicht habt und einfach auf die Textur steht und auf das Hautgefühl, dann kann ich euch definitiv die Produkte von Pyeongkang Yul ans Herz legen. Und zwar gibt es einmal diese Moisture Cream von Pyeongkang Yul, die ist auch relativ basic formuliert. Die hat jetzt nicht so viele Extras drin wie diese Creme, aber das Produkt ist halt komplett parfümfrei, im Gegensatz zu dem von Glow Recipe. Das riecht schon sehr, sehr intensiv nach Banane und es fühlt sich einfach nahezu identisch an. Es ist super gelig, es ist feuchtigkeitsspendend, es ist sehr leicht auf der Haut und man kann ohne Probleme weitere Produkte darüber layern. Allerdings ist das halt eher so ein Basic-Produkt, das hat eher so eine feuchtigkeitsspendende Wirkung beziehungsweise eher so einen feuchtigkeitsspendenden Effekt. Da ist jetzt nicht sonderlich viel drin, aber die andere Creme von Pyeongkang Yul, die jetzt neulich rausgekommen ist, also diese neuere, die Moisture Barrier Cream, die ist auch sehr, sehr ähnlich zu dieser Creme hier, wobei da eben auch noch Tigergras enthalten ist, also ich glaube Bestandteile vom Tigergras und Ceramid NP und noch einige andere feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe wie verschiedene Arten des Hyalurons. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber die hat einfach noch ein paar mehr Extras drin, ist aber günstiger im Vergleich zu dieser Moisture Cream von Glow Recipe. Das heißt, wenn ihr einfach nur auf das Hautgefühl und die Textur steht, allerdings diese Parfümierung nicht so toll findet, dann schaut euch unbedingt die Moisturizer von Pyeongkang Yul an. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich für das, was ich jetzt sagen werde, durchs Internet gejagt werde, muss ich es dennoch sagen. Ich mag die Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation nicht. Ich habe es auf verschiedenste Arten ausprobiert, aber sie möchte einfach nicht mit meiner Haut kooperieren. Sie sitzt immer komisch auf meiner Haut und sie fühlt sich komisch auf meiner Haut an. Ich mag das nicht und ich habe einfach keinen Bock, immer wieder verschiedenste Techniken ausprobieren zu müssen, die ich persönlich nicht mag oder die für mich persönlich nicht so gut funktionieren, nur um dann festzustellen, dass ich diese Foundation trotzdem nicht mag und nicht mögen werde. Ich benutze sie natürlich dennoch, vor allem wenn ich einfach nur vor der Kamera sitze und nicht viel
viel tue und weiß, ich wasche mein Gesicht danach ab, aber ansonsten ist das für mich einfach keine Foundation, die ich gerne im Alltag verwende, weil sie unschön auf meiner Haut aussieht. Eine Alternative, die deutlich weniger kostet und zu der ich sehr, sehr viel regelmäßiger greife, vor allem wenn ich Foundation benutze, und ich benutze mittlerweile sehr, sehr selten Foundation, und dann will ich auch eine Foundation haben, auf die ich mich verlassen kann, die ich vertrage und die auch gut auf meiner Haut aussieht, und da benutze ich einfach am allerliebsten die Hypoallergenic Longwear Hydrating Balm Foundation. Davon nehme ich einen Pumpstoß, trage das aufs Gesicht auf und habe eine leichte Deckkraft genau an den Stellen, wo ich sie benötige. Sie sitzt nicht komisch auf meiner Haut, ich vertrage sie wunderbar und sie kostet halt keine 42 Euro. Ich weiß gerade nicht, was die von Charlotte Tilbury kostet, aber die hier kostet einfach unter 10 Euro und ich komme damit deutlich besser zurecht. Wie gesagt, das sind alles keine Dupes, aber von der Performance funktioniert für mich diese Foundation besser im Vergleich zu der von Charlotte Tilbury. Sie hat nicht die gleichen Inhaltsstoffe, sie fühlt sich von der Textur auch nicht gleich an, aber sie performt für mich persönlich einfach deutlich besser. Und wenn ihr auch eine trockene Haut habt, so wie ich, und nicht so viel Geld für eine Foundation ausgeben möchtet und wenn ihr vor allem auch eine Nuance in der Hypoallergenic-Theke findet, die zu euch passt, dann solltet ihr diese Foundation auf jeden Fall ausprobieren. Das mit den Shades, also die Shade Range dieser Foundation ist richtig, richtig schlecht. Also die ist wirklich grottig und ich wünsche mir sehr, dass Hypoallergenic das anpasst, weil es ist sehr, sehr schwer, dort eine Farbe zu finden, die zur eigenen Haut passt, wohingegen Charlotte Tilbury einfach eine viel, viel größere Auswahl hat. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich definitiv nicht sagen würde, dass das hier eine Kopie oder ein Dupe von dieser Foundation ist, weil die Auswahl eine gänzlich andere ist. Also das, was ihr bei Charlotte Tilbury an Nuancen findet, findet ihr bei Hypoallergenic definitiv nicht. Und wie gesagt, auch die Inhaltsstoffe, die Textur und so weiter, die sind nicht ähnlich, aber für nicht mal 10 Euro benutze ich diese Foundation einfach viel, viel lieber im Vergleich zu der von Charlotte Tilbury. Jetzt sind wir bei einem der schwierigsten Themen angekommen. Concealer. Was ich an Concealern ausprobiert habe in meiner extremen Make-up-Phase, weil alle Leute gesagt haben, dieser und jener Concealer sieht überhaupt nicht trocken im Augenbereich aus, der kriegt überhaupt nicht in die Fältchen rein, hat übelst krasse Deckkraft. All diese ganzen Claims, die man immer wieder in irgendwelchen YouTube-Videos gehört hat oder in Reels, und was ich wirklich an Geld in Concealer investiert habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nur um dann festzustellen, dass diese Concealer anscheinend nur auf der Haut oder dem Augenbereich einer 12-jährigen Person funktionieren oder einer, die vielleicht noch in ihren 20ern ist. Aber ich gehe auf die 35 zu, ich habe hier unter Lachfältchen, mein Augenbereich ist relativ trocken. Und da kann ich bestimmte Concealer einfach nicht verwenden, weil das so krustig, trocken aussieht und extrem spannend. Und einer dieser Concealer, der so krass gehypt wurde, ist der Good Apple Concealer von KVD Beauty. Ein anderer Concealer, den ich auch überhaupt nicht mochte, ist der von Anastasia Beverly Hills. Den fand ich auch zu trocken und zu crusty auf meiner Haut im Endeffekt. Und ich habe wirklich schon im dreistelligen Bereich Geld ausgegeben nur für Concealer, um dann enttäuscht zu werden, weil einfach all diese gehypten Concealer für meinen eher trockenen und schon, wie sage ich denn das, fortgeschritteneren, im Alter fortgeschritteneren Augenbereich nicht funktioniert haben. Und ich habe kürzlich, als ich nach einer Alternative für meinen First Aid Beauty Concealer auf der Suche war, diesen Concealer von Revolution entdeckt. Und ich habe zwar immer wieder so meine Probleme mit Revolution, weil es echt schwer ist, dort Produkte zu finden, die für einen funktionieren. Ganz vieles davon ist irgendwie doof, aber manchmal hat man auch Glück. Und das hier ist definitiv so ein Glücksgriff. Das ist der Revolution in Real Life Filter Finish Soft Matte Concealer und den mag ich so, so gerne. Also der fühlt sich überhaupt nicht trocken im Augenbereich an und ich mag die Deckkraft. Also es ist jetzt kein Full Coverage Concealer. Es scheint noch ein bisschen Haut durch. Klar kann man den aufbauen, aber dadurch, dass der eben nicht so krass antrocknet, bewegt er sich
eventuell ein bisschen mehr im Augenbereich rum, wodurch er eher in Fältchen reinkriechen kann. Aber das ist für mich persönlich einfach deutlich angenehmer, als wenn Concealer wie Zement im Augenbereich antrocknet und das Ganze aussieht wie irgendeine Sandwüste oder wie Streuselkuchen. Also falls ihr auch einen Augenbereich haben solltet wie ich und es leid seid, mit total trockenen Concealern für über 40 € unterwegs zu sein oder für 30 €, schaut euch den von Revolution an. Ich persönlich mag den ganz gerne, vor allem zu dem Preis. Ein weiterer Revolution Glücksgriff ist auf jeden Fall der Revolution Fast Base Blush Stick, und zwar ist das die Farbe Peach. Ich würde euch den ja gerne von Namen zeigen, aber er sieht einfach so disgusting aus, weil ich den einfach sehr, sehr regelmäßig benutze. Aber ich trage den heute auch auf meinen Wangen. Allgemein habe ich heute eigentlich hauptsächlich die ganzen Alternativprodukte verwendet, um mein Make-up zu machen. Dementsprechend könnt ihr das auch hier sehen. Und das hier ist eine günstige Alternative zu dem Fenty Beauty Cream Blush in der Farbe Peach Face. Das ist also auch eine peachig, korallige Farbe, aber das hier ist natürlich deutlich günstiger im Vergleich zu dem Fenty Blush. Ich will jetzt nicht sagen, dass die sich beide von der Textur ähneln oder dass die da total identisch sind, denn das sind sie definitiv nicht. Ich finde einfach, dass die Fenty Cream Blushes diese ganz besondere Leichtigkeit an sich haben. Die haben eine super dünne Textur, die nahezu schwerelos auf der Haut ist, und ich finde auch, dass die Blushes nicht zu krass pigmentiert sind. Das heißt, man kann sie nach und nach wunderbar aufbauen. Dieser Blushstick ist im Gegensatz dazu ein bisschen, wie sage ich das, emollienter. Also er fühlt sich etwas pflegender an, etwas schwerer, sobald man ihn halt mit dem Pinsel aufnimmt und anfängt, auf die Haut aufzutragen. Aber sobald das angetrocknet ist, merkt man keinerlei Unterschied. Und deswegen finde ich einfach, dass der Revolution Fast Base Blush Stick eine wunderbare Alternative zu den Fenty Cream Blushes ist. Ich habe zwar schon geschaut, ob ich auch noch die anderen Farben mal ausprobieren möchte, aber die waren bis jetzt immer ausverkauft, also zumindest die anderen Farben, die mich interessiert hätten. Falls ihr den irgendwo in der Drogerie mal sehen solltet, ich glaube, Rossmann hat manchmal Revolution-Theken, dann solltet ihr euch definitiv einen davon krallen. Falls ihr eins der Alternativprodukte ausprobiert haben solltet, dann teilt eure Erfahrungen doch gern unten in den Kommentaren. Und auch wenn ihr die kostenintensiveren, also die High-End-Produkte kennt und getestet habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare tippen. Und wenn euch diese Art des Videos gefallen hat, ihr euch noch mehr davon wünscht, dann könnt ihr selbstverständlich auch immer Vorschläge zu anderen High-End-Produkten machen, die ich ausprobieren und die ich mir anschauen soll und zu denen ich eine Alternative suchen soll. Und natürlich würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr das Video teilt, weil das meinem Kanal enorm hilft zu wachsen und euch weiterhin diesen Content zu liefern. Und ja, wenn ihr noch ein Video zu Alternativprodukten sehen möchtet, dann klickt einfach hier drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.